das Aufwachen in Tulum. Man sieht den Sonnenaufgang vom Bett aus. Aber schaut euch mal diesen Sonnenaufgang an. So ein schöner Start in den Tag. Tulum befindet sich im Bundesstaat Quintana Roo in der Karibik und verfügt seit kurzem über einen eigenen internationalen Flughafen. Das bedeutet, dass man nicht mehr über Cancun nach Tulum kommen muss, sondern direkt hier ankommen kann. Wir waren heute Morgen einkaufen und in einem netten Café frühstücken. Ich stehe gerade vor dem Gebäude, wo unser Apartment ist, das ich geliehen bekommen habe. Dieses Gebäude heißt Costa Caribe und hier ist der Haupteingang, der aktuell geschlossen ist noch, weil das Gebäude noch nicht ganz fertig ist, und deswegen gehen wir über den Seiteneingang rein, wo es 24/7 immer auch in Zukunft, wenn der Haupteingang fertig ist und das ganze Gebäude fertig ist, wird es hier immer 24/7 Wachen geben, die hier aufpassen. Und so sieht es hier aus, der Eingangsbereich. Und hier ist es schön grün, viel grün auf diesem, wie sagt man, Kreisverkehr, wo es schön grün ist und auch grün bleiben wird. Jetzt machen wir uns auf den Weg zum Strand. Mit dem Fahrrad kommen wir da ganz gut hin. Es gibt einige Traumstrände hier. Hinter mir ist Playa Las Palmas und weiter die Küste entlang kommt dann noch Playa Paraíso und Playa Pescadores. Und Playa Paraíso trifft es ganz gut. Ich finde, alle diese Strände sehen paradiesisch aus. Während unserer ersten Nacht in Tulum hat es etwas geregnet und dementsprechend ist es am Strand auch etwas windig. Trotzdem kann man heute auf jeden Fall baden und die Wassertemperatur ist sehr angenehm. Ich habe es ins Wasser geschafft. Die Temperatur ist perfekt und schaut euch nur diese Farbe an. Die Farbe des Wassers ist so schön. Überall, wo es so türkisblau ist, ist es überhaupt nicht tief und man kann angenehm stehen und schwimmen. Und ganz hinten sieht man die Maya-Pyramiden, die Maya-Stadt auf den Felsen. Und so sieht der Strand hier aus, mehrere Kilometer lang. Weißer Sand. Und an diesem Blau kann ich mich überhaupt nicht satt sehen. Es ist einfach so schön. Heute ist das Meer so unglaublich ruhig. Ich könnte einfach den ganzen Tag hier so im Wasser stehen. Fast unglaublich, fast surreal. Dieses Blau, wie das glänzt, es schimmert. Wenn ich im Meer bade, habe ich das Gefühl, das Meer und die Wellen nehmen einfach alle meine Gedanken mit. Es ist eine richtige Erholungskur. Alle Sorgen, die ich vielleicht haben mag, die verschwinden mit dem Wellengang. Und ich fühle mich danach viel entspannter, viel leichter. Das ist für mich die Batterie aufladen. Das Blau des Wassers, dieses Türkisblaue, das ist einfach so schön. Ich kann mich daran nicht satt sehen. Eine ganz leichte Brise und so wie mein Onkel sagt, la felicidad está en la brisa que sientes sobre tu piel. Die Glückseligkeit ist in der Brise, die du auf deiner Haut spürst. Ich finde es aber auch cool, wenn das Meer unruhig ist und es Wellen gibt. Ich finde diesen Kontrast von einem Tag zu dem anderen super interessant und super schön, die Launen des Meeres mitzuerleben. Und hier ist Wetter und Klima einfach was komplett anderes als in Deutschland zum Beispiel. Hier ist schlechtes Wetter, viel Wind und ein bisschen Regen. So, da hinten sieht man die Pyramiden der Mayas, die direkt auf den Felsen gebaut sind. Die kann man auch besichtigen. Es macht sehr früh auf, aber es macht auch sehr früh zu. Um 15:30 Uhr ist der letzte Zugang. Das heißt, wenn ihr die Pyramiden besichtigen wollt, dann empfehle ich euch ganz früh morgens hinzugehen, damit ihr nicht in die Bredouille kommt und dann nachmittags nicht mehr reinkommt, weil der letzte Eingang um 15:30 Uhr ist. Und auf diesen
Booten hier kann man eine Tour machen zum Schnorcheln. Man wird hier vorne mitgenommen zum Schnorcheln, kann Schildkröten sehen und Riesenrochen. Und dann wird man auch zu den Pyramiden gefahren, sodass man die Pyramiden vom Meer aus sieht. Das ist super, super schön, macht Spaß, dauert circa eine Stunde, 1,5 Stunden die Tour. Ich habe sie an einem anderen Tag mit meiner Tante gemacht, wo das Meer sehr, sehr unruhig war. Nicht so wie heute. Heute ist das Meer super ruhig und es ist auch nicht mal windig. Das heißt, ich glaube, ihr könnt mich gut hören. An einem Tag wie heute kann ich einfach auf der Liege den ganzen Tag sein oder hier im Wasser stehen und den Horizont anschmachten. Das ist für mich wie Meditation, ohne dass ich mich irgendwie wirklich darauf fokussieren müsste. Meine Tante und ich nehmen euch mit auf die Schnorcheltour. Man bekommt das gesamte Material geliehen, sowohl Schwimmweste als auch Schnorchelbrille, Schnorcheltuba und die Flossen sind mit dabei. Und erstmal fahren wir zu den Ruinen. Y vamos con nuestro capitán, que se llama Jordi. Jordi? Órale, Jordi. Mucho gusto. Wir haben einen etwas windigen Tag erwischt für unsere Schnorcheltour. Das Meer hatte einen sehr starken Wellengang und das Boot ist über die Wellen gesprungen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr aufregend. Wunderschön war es auch, die Pyramiden vom Meer aus zu sehen. Die Mayas haben ihre Pyramiden direkt auf den Felsen gebaut und über die archäologische Stätte und den gesamten Naturpark wird es auch sehr bald ein komplettes Video hier auf meinem Channel geben, also freu dich drauf. Wir haben nun ein gutes Stück von der Küste entfernt den Anker geworfen und bereiten uns jetzt vor, um ins Wasser zu springen. Es ist ganz schön aufregend, bei so einem unruhigen Meer hier ins Wasser zu hüpfen, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf und bin sehr gespannt, was wir sehen werden. Ich schätze, es war hier ungefähr 10 Meter tief. Die Strände in Tulum sind ein beliebtes Nest für Schildkröten, die hier ihre Eier legen kommen. Da ist es kein Wunder, dass wir tatsächlich Schildkröten im offenen Meer gesehen haben. Diese hier war zwischen einem halben und einem Meter groß, also schon ziemlich groß. Und ich fand es vor allem super süß, wie sie ihren Kopf aus dem Wasser gesteckt hat zum Atmen und danach wieder weitergeschwommen ist. Die Riesenrochen waren auch noch größer als die Schildkröte und sind immer brav unten am Meeresboden geschwommen. Bueno, yo la verdad le tenía miedito al paseo, pero al final estuvo padre. No sé por qué, a pesar de que ustedes, no sé por qué me puse así como, ¿qué va? ¿Tú sabes hasta bucear? Sí, Como pez. ya, o sea, me divierte un montón nadar en el agua así, pero no sé por qué, como que... No, está increíble. Muchas mantarrayas así. Sí, enormes, así enormes. Y muchas tortugas. Bueno, no muchas, pero sí algunas. Sí, vimos algo. Muy bonitas. Sí. Nunca había visto una tortuga en mar abierto. Tan cerquita. Ajá. La estrella del video siempre fue Calipso y la tortuga, porque las mantarrayas todas salen. Eine Schildkröte gesehen im offenen Meer. Ich hatte noch nie eine Schildkröte im offenen Meer gesehen. Ui. Ganz schön unruhig das Meer. Und es gibt auch Riesenpelikane, die da im Himmel fliegen.
hier auch richtig große Adler sehen und ganz viele Vogelarten. Wenn man Vögel mag, wer mag keine Vögel, aber wenn man ein bisschen leidenschaftlicher Vogelexperte ist, dann wird man hier auch glücklich. Man kann hier richtig viele interessante, schöne Vogelarten beobachten. Und natürlich auch ganz viele Fischis hier im Meer. Ich bin hier auf der Calle Andromeda, mitten im Zentrum des Dorfes Tulum, und hier in dieser Ecke gibt es einige Bars und Cafés auf dieser Straße. Hier kann man auf jeden Fall gut essen und was trinken, sowohl jetzt hier am Nachmittag esse ich gleich ein paar Tacos mit Nopales, und am Abend kann ich mir vorstellen, ist ja auch einiges los mit Bars und Restaurants, und wir essen jetzt gleich hier in La Fonda Guisados, habe ich ein paar Tacos mit Nopales, also Tacos mit Cactus a la Mexicana bestellt. Angekommen in Costa Caribe, hier an der Tür gibt man das Passwort ein und gelangt dann direkt in die hübsche Wohnung im 2. Stock. Hier ist der Wohn- und Ess- und Küchenbereich. So, hier ist die Küche mit allem ausgestattet, einem großen Kühlschrank, Geschirr, Mikrowelle, Herd, Ofen, auch eine Kaffeemaschine ist da für alle, die gerne Kaffee trinken. Hier ist eine große Konsole in der Mitte, damit man hier schön essen kann, auf diesen Stühlen, und auch sein Essen zubereiten kann. Und hier ist der Wohnbereich mit einer sehr hübschen und großzügigen Bank, ein paar Bücher da hinten und auch eine schicke Beleuchtung, ein großer Fernseher zum Filme gucken abends, und dann läuft man hier den Flur entlang und kommt ins Bad. Das Bad ist groß, geräumig, die Dusche ist sehr groß, da kann man auf jeden Fall gut entspannen und alle seine Sachen hinstellen. Und schließlich das Schlafzimmer mit einem großen Bett, hier kann man bequem zu zweit übernachten. Hier ist ein kleiner Arbeitsbereich, ein großer Spiegel, um zu schauen, ob der Look stimmt, und auch diese hübsche Beleuchtung. Und hier auf jeden Fall viel Platz für viel Koffer, viel Gepäck. Und sowohl vom Schlafzimmer als auch von der Küche aus hat man Zugang auf den großen Balkon und hier Blick auf den Dschungel. Heute ist es ein bisschen bewölkt, aber trotzdem hat man einen sehr schönen Ausblick und die Straße ist sehr ruhig, es gibt kaum Verkehr und man hat Blick auf die schönen Bäume, und der Balkon ist auch schön dekoriert, sowie auch die Wohnung mit vielen hübschen Pflanzen, und hier kann man auch schön entspannen. Der Balkon ist wirklich groß, hier kann man schön zu zweit sitzen. Diese Wohnung von meinem Freund aus meiner Kindheit ist die erste, die fertiggestellt wurde, und hier hat man wieder Zugang zum Wohn- und Essbereich, zur Küche und den beiden Räumen, sowohl in diesem Bereich als auch im Wohnzimmer, als auch im Schlafzimmer gibt es eine Klimaanlage, aber ich mag es lieber schon warm, denn dafür bin ich gekommen, und hier gibt es auch überall Moskitoschutz. Ich bin ein bisschen müde, denn wir sind heute sehr früh geflogen und heute ist der 1. Januar. Ich war auch ein bisschen erkältet die letzten Tage, deswegen sehe ich auch ein bisschen müde aus. Aber ich freue mich auf jeden Fall, weil ich die nächsten 2 Wochen hier verbringen darf, und ich nehme euch sehr, sehr gerne mit auf meine Abenteuer hier in Tulum. Hallöchen! Wir fahren gerade zum Strand mit dem Fahrrad, und diese Straße sieht sehr neu aus. Sie ist wenig befahren, weil rechts und links von mir ist aktuell Wald, Natur, Bäume. Aber die Straße ist nicht umsonst hier. Das bedeutet, dass hier auch Gebäude hingebaut werden. Und an dieser Stelle möchte ich ein bisschen Kritik äußern, denn auch wenn ich für Mexiko versuche, oder nicht versuche, eigentlich im besten Licht darstelle, weil ich euch einladen möchte, hier dieses Land kennenlernen zu kommen,
darf man die Schattenseiten nicht vergessen, denn hier auf der anderen Seite zum Beispiel sieht man große Schilder mit Werbung für Gebäude, die hier gebaut werden, und gerade bin ich an 2 Vögel vorbeigefahren, die knallblaue Flügel hatten. So schön. Und ich finde es ein bisschen schade, dass hier in Tulum wächst gerade extrem schnell zu einer kleinen Stadt an. Und hier werden eben ganz viele Gebäude, Häuser für Touristen, auch für Leute, die vielleicht Langzeit hier leben wollen, gebaut. Und da fällt die Natur dem zum Opfer. Und das ist schon traurig. Und auch da, wo wir übernachten, zwischen da, wo wir übernachten und Tulum Zentrum, gibt es noch einige Querstraßen, die nicht geteert sind, wo noch einfach Erde ist und wo Menschen, also es sind breite Straßen, wo Menschen, höchstwahrscheinlich Einheimische, ihre etwas bescheideren Behausungen haben. Und das sind keine Slums, nämlich ich habe jemanden gehört, der hat gesagt, das sind Slums. Das sind keine Slums, das sind Menschen, die hier schon immer leben, schon viel länger leben und etwas bescheidener einfach sind. Und mit Sicherheit haben bestimmt schon einige Menschen ihr Land verloren an Investoren, an Immobilienfirmen. Und leider sind viele dieser Immobilienfirmen oft auch gar nicht mexikanisch, manche unter denen sicherlich. Ich habe jetzt auch nicht im Detail mich informiert, aber jetzt so von meinem allgemeinen Wissen her gibt es sicher vielleicht ein paar mexikanische Investoren, aber sicherlich auch viele ausländische Investoren, die hier bauen, und die Natur fällt dem zum Opfer und viele Menschen, die eben schon immer hier sind, müssen ihr Land verlassen, verkaufen, wie auch immer. Ob sie dafür eine Kompensation bekommen, eine faire Kompensation, ist ja dann auch nochmal eine Frage. Ja, darüber wollte ich nur sprechen, denn es ist im Endeffekt nur eine andere Form der Kolonialisierung, moderne Kolonialisierung, wenn ausländische Menschen, die einfach das Kapital haben und hier investieren können und dadurch andere Menschen gehen müssen, die nicht das Kapital haben, nicht das ökonomische Kapital, weil es gibt nämlich mehrere Arten von Kapital. Und das finde ich schade und das wollte ich nur an dieser Stelle äußern, denn ich möchte, dass meine Videos auch die Realität etwas widerspiegeln durch meine Augen und ehrlich sind. Ja, Entwicklung ist gut, natürlich gibt es hier auch Fortschritt dadurch, wie auch immer man Fortschritt interpretiert, aber wer hat was von dem Fortschritt und wie wird dieser Fortschritt gestaltet? Wer profitiert davon und wer nicht? Das muss man sich schon immer fragen. Und ich glaube, ich lasse es jetzt an dieser Stelle und freue mich jetzt aufs Meer. Hier zum Beispiel wird auch eine interessante Sache gebaut. Ganz lustige, verschlungene Architektur. Und ja, da verschwinden die Bäume. Das ist schade. Meine Tante und ich haben uns über den Strand auf den Weg zu den Pyramiden gemacht. Es gibt auch noch einen anderen Zugang zu den Pyramiden, den zeige ich dir gerne in meinem Video über die Maya-Städte hier in Tulum. Nun laufen wir bis zum Ende des Strandes und dann laufen wir hier eine Treppe hoch. Dort werden wir einen Aussichtsturm finden, von dem aus es einen traumhaft schönen Blick gibt über Playa Paraíso. Auf dem Weg dorthin habe ich einige Iguanas gesehen, die hier in der Sonne baden. Ich bin total fasziniert von dem Sand an den Stränden hier in Tulum, denn der Sand ist super fein, extrem weiß und auch super weich. Es macht einfach nur Spaß, hier die Sandalen auszuziehen und über den Strand zu laufen. Ich habe jeden Tag einen ausgiebigen Spaziergang am Strand gemacht und es sehr, sehr genossen. Die Maya-Stadt Tulum war ursprünglich eine Festung. Das bedeutet, dass es um die gesamte Stadt herum
eine Mauer gibt, die zum Teil noch erhalten ist. Die Mayas haben ihre Gebäude hier zwischen 1200 und 1450 gebaut. Als die Spanier kamen, war die Stadt tatsächlich noch bewohnt und gehörte auch zu einer der größeren Städten der Mayas und war sicherlich auch ein wichtiger Knotenpunkt für Handel hier direkt am Meer. Der ursprüngliche Name von Tulum bzw. der andere Name von Tulum, den die Maya verwendet haben, ist Sama. Sama bedeutet auf Maya Sonnenaufgang und am Ende dieses Videos habe ich auch ein Foto von einem traumhaft schönen Sonnenaufgang in lila Tönen für euch. Tulum bedeutet Mauer oder Stadtmauer, also eine Referenz zur Stadtmauer, die man um die archäologische Stätte herum sehen kann. Von Cancun sind es circa 2 Stunden, das heißt 130 Kilometer mit dem Auto nach Tulum. Es ist also auf jeden Fall ein Ausflug wert und sicherlich auch mehrere Tage im Anblick dieser wunderschönen Strände. Auf dieser Aussichtsplattform gibt es Sitzmöglichkeiten und sogar eine kleine Bar. Es lohnt sich also, sich hier aufzuhalten und den Ausblick zu genießen. Über diesen Weg hier hat man auch Zugang zu den Pyramiden. Hier fliegen auch regelmäßig die Adler vorbei und es macht auch Spaß, mit Menschen hier in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen über andere Aktivitäten, die man um Tulum herum machen kann, wie zum Beispiel Cenotes besuchen oder die andere archäologische Stätte Coba, die sich in der Nähe von Tulum befindet, sowie viele, viele andere tolle Aktivitäten hier in der Region Quintana Roo in der wunderschönen mexikanischen Karibik, die auf jeden Fall dazu einlädt, dem Winter in Europa zu entfliehen. Im Urlaub darf mein Strickzeug natürlich nicht fehlen und hier auf dem Balkon habe ich an meinem neuen Design gearbeitet. Ich habe dieses Design Maracuja getauft. Es wird ein Sommertop mit einem Lace-Muster, das von oben nach unten gestrickt wird. Es wird meine Sommertop Fruity Collection ergänzen kommen und ich freue mich schon sehr auf das fertige Top. Hier trage ich eine handbestickte Bluse. Mehr Informationen zu dieser Bluse findet ihr in meinem Video Nummer 30. Da habe ich die Textilkünstlerin interviewt, die diese Bluse bestickt hat. Und ich trage auch meinen selbst gestrickten Rock, den ich passend zu meinem Emily Pullover gemacht habe. Den trage ich super gerne bei sommerlichen Temperaturen. Er ist super bequem und vor allem sehr praktisch und passend zu sehr vielen Oberteilen. Es ist circa 8 Uhr früh und wir starten mit richtig viel Energie in den Tag. Ich würde euch gerne hier den Innenbereich zeigen von Costa Caribe. Und zwar gibt es hier ein großes Schwimmbecken. Es ist so U-förmig, es fängt hier hinter mir an und man kann einmal bis ganz nach da hinten und drumherum schwimmen und dann wieder zurück. Und ich habe es schon ausprobiert, es funktioniert auf jeden Fall, macht Spaß, ist entspannend und tut sehr gut. Ich persönlich schwimme sehr gerne und hier gibt es auch schöne kleine Brücken, sodass man hier auch drüber steigen kann über das Schwimmbecken. In diesem Gebäude gibt es auch einen Coworking Space und eine kleine Lounge sowie eine kleine Bar. Und es wird auch so eine größere Lounge geben mit Meditation und Pilates-Bereich. Diese Wohnung, in der ich untergebracht bin, ich bin nämlich das Versuchskaninchen von dieser Wohnung. Der Freund von mir heißt Josué und er vermietet diese Wohnung. Ich bin seine erste Gästin, deswegen bin ich sein Versuchskaninchen. Diese Wohnung gibt es eben zum Mieten, falls ihr gerne hier in Tulum, Mexiko Urlaub machen möchtet. Der Coworking Space wird hier vorne hinter mir sein. Dann gibt es hier eben
die kleine Bar und dieser kleine Lounge-Bereich und dann wird es eben noch ein großes Yoga-Bereich geben. Ja, und ich befinde mich gerade auf dem Weg ins Gym, denn hier gibt es auch ein voll ausgestattetes Fitnessstudio und da möchte ich ein paar Übungen gleich machen. Wenn ihr Interesse habt, diese Wohnung zu mieten und hier Urlaub zu machen, ist es wirklich alles sehr in der Nähe, sowohl der Strand als auch die Pyramiden und die Dorfmitte von Tulum. Alles wirklich sehr angenehm zu Fuß und mit dem Fahrrad ist man ein bisschen schneller erreichbar. Kann man eben mieten. Ihr könnt mich kontaktieren oder Josué kontaktieren, wenn ich seine Kontaktdaten in die Infobox tue, das weiß ich noch nicht. Vielleicht wird es auch einen Flyer geben und eine Broschüre mit Informationen, die ich wahrscheinlich auch in der Infobox verlinken werde, falls ihr Lust habt, hier Urlaub zu machen und diese hübsche Wohnung zu mieten. Hier ist auf jeden Fall eine Oase zum Entspannen und wenn ihr hier noch ein paar Kartons rumstehen seht, dann ist es eben, weil das Gebäude noch nicht komplett fertig ist, aber wenn dieses Video online kommt, ist es auf jeden Fall schon fertig und man kann hier auf jeden Fall einziehen. Die Wohnung ist auch super sicher, hat sogar eine Kamera am Eingangsbereich und Josué hat wirklich alles gemacht, dass man sich wohl sicher fühlt und entspannen kann. Und ja, vielleicht laufe ich noch kurz mit euch bis ins Gym, damit ihr seht, wie das aussieht. Und ja, aber meine Übungen zeige ich euch nicht. Die sind geheim. Nein, ihr müsst mir nicht unbedingt beim Sport machen zu gucken, vielleicht mal beim Kampfsport, aber nicht unbedingt beim Dehnen oder andere Übungen machen. Hier hinter mir ist diese kleine Bar und hier ist die kleine Lounge. Und da hinten ist auch die Lobby. Da wird es 24 Stunden 7 jemanden geben, der aufpasst. Und ich muss die Tür aufmachen. Und ja, so ist der kleine Gym. Riecht noch nach neu, ist voll ausgestattet mit Laufbändern, Kraftsportübungen, ein paar Gymnastikbälle und Hanteln, alles was man so braucht, um fit und gesund zu sein. Das Licht hier ist bestimmt furchtbar, aber so starten wir in den Tag. Falls du dich jetzt fragst, was es mit diesem Aussichtsturm auf sich hat, dann schau doch gerne meine anderen Videos über Tulum, über die Cenotes und über den Parque Jaguar und die Maya-Pyramiden. Ich habe es mir auf jeden Fall in Tulum sehr gut gehen lassen. Ich hoffe, dass du auch die Gelegenheit haben wirst, Tulum zu besuchen. Gerne helfe ich dir dabei, deinen Reiseplan zu erstellen, wenn du nach Mexiko kommen möchtest, um hier eine wundervolle Zeit zu haben. Bis dahin lade ich dich ein, alle meine Videos über Mexiko zu schauen, sowie natürlich auch meine Videos über das Stricken und freue mich sehr über deine Kommentare. Lass mir doch gerne einen Hashtag Tulum hier in den Kommentaren. Bis zum nächsten Video. Ciao!